Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie the Smart Home. Heute geht es um ein Problem, das wahrscheinlich viele von euch in der kalten Jahreszeit kennen. Ihr habt euch ein smartes Thermostat geholt, beispielsweise so eins hier von Switchbot, aber der Raum wird einfach nicht konstant warm oder die Heizung geht viel zu früh oder zu spät aus. Der Übeltäter ist meistens Stauwärme, denn das Thermostat sitzt ja häufig, vor allem im Altbau, ungünstig unter einer Fensterbank oder nur einige Zentimeter über dem Boden. Und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses Problem mit dem Switchbot Klimapanel hier lösen könnt. Was gibt es also heute zu sehen? Zum einen möchte ich kurz auf die Problematik eingehen und euch eine mögliche Lösung zeigen. Dann schauen wir uns kurz die Einrichtung in der App an und am Ende ziehe ich mein persönliches Fazit, vor allem zum Thema Lautstärke im Schlafzimmer, denn das Switchbot hat hier wirklich perfekt abgeliefert. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, das Thermostat und das Klimapanel wurden mir von der Firma Switchbot zur Verfügung gestellt, aber sie haben keinerlei Bedingungen gestellt, was ich hier sagen oder zeigen soll. Falls euch also das Ganze interessiert und ihr wissen wollt, wie ihr euer Smart Home endlich perfekt temperiert, dann bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, nochmal eine kurze Info für euch, wie ich überhaupt zu diesem Test hier gekommen bin. Wer meinen Kanal aber schon etwas länger verfolgt, der weiß ja, dass es immer zur kalten Winterszeit ein Video zum Thema Heizung, Thermostate und so weiter gibt. Und dieses Jahr hatte mich Switchbot gefragt, ob ich nicht eins ihrer Produkte zum Black Friday vorstellen möchte. Und beim Durchstöbern der mittlerweile riesigen Produktauswahl bin ich auf dieses Combo hier gestoßen, also dieses Thermostat und das Klimapanel. Und meine erste Frage an Switchbot war, kann man die Messung und die Regelung voneinander trennen, damit das Thermostat nicht immer mit dem gemessenen Wert am Heizkörper arbeitet, sondern mit dem Wert, den das Thermostat hier anzeigt bzw. misst. Denn so ein System suche ich persönlich schon relativ lange, ich glaube irgendwas 3-4 Jahre, da bei uns die Thermostate, ich sag mal so, sehr bescheiden sitzen. Ja, und einige Tage später kam dann halt die Antwort aus der technischen Abteilung von Switchbot und die haben gesagt, ja, das geht. Ich dann natürlich direkt geantwortet, perfekt, so ein System möchte ich unbedingt testen, denn das passt perfekt zu meiner jährlichen Routine in dieser Jahreszeit und nach einem solchen Thermostat habe ich, wie gesagt, schon Ewigkeiten Ausschau gehalten. Ja, und das Problem bei uns ist halt diese Stauwärme, deswegen schauen wir uns mal kurz an, wieso ich das Ganze überhaupt trennen möchte und wieso ich überhaupt solche Probleme habe mit der Temperatur. Punkt 1, unser Hauptheizkörper im Wohnzimmer sitzt direkt unter einer riesigen Fensterbank und hat nur wenige Zentimeter Luft nach oben und das Thermostat sitzt dementsprechend auch relativ weit oben und wird einmal durch die Stauwärme beeinflusst, aber auch durch die Balkontür, die direkt daneben ist. Beides nicht wirklich sehr optimal dafür. Punkt 2, der Heizkörper wird vom Sofa verdeckt und auch hier wieder alles andere als optimal. Die ganze Wärme staut sich in dem Bereich und kann halt nur sehr schlecht zirkulieren und die beste Lösung wäre natürlich, die Fensterbank zu entfernen oder zumindest zu kürzen und das Sofa weiter nach vorne zu ziehen. Aber wie ihr euch bestimmt denken könnt, ist das Ganze nicht so einfach möglich und deswegen muss halt eine Alternative her. Im Eigenheim kann man sich ja mit sogenannten Heizungsboostern behelfen. Ein Video dazu hatte ich auch schon mal gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben, beziehungsweise blende es euch hier mal ein. Aber für alle anderen, wir müssen nach einer anderen Lösung suchen, denn wir können zwar Heizungsbooster in der Mietwohnung einsetzen und es funktioniert auch und es ist sehr effektiv, aber rechtlich ist das Ganze etwas problematisch, wenn nicht sogar verboten, um genau zu sein. Okay, bevor wir uns jetzt eine mögliche Lösung anschauen, nochmal kurz erläutert, wieso Stauwärme überhaupt ein solches Problem ist. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an, also die Situation vor Ort. Also das Thermostat sitzt ja hier direkt am Heizkörper und unter einer riesigen Fensterbank und davor ist halt das Sofa. Wenn die Heizung jetzt läuft, staut sich die ganze Wärme an dieser Stelle und das Thermostat denkt sich, ach super, Zieltemperatur erreicht und macht das Ventil zu. Aber bei euch in der Raummitte oder auf dem Sofa auf der anderen Seite des Raumes, da sieht das Ganze ganz anders aus. Da sind es nämlich 2 bis 3 Grad weniger. Ihr friert
und das smarte Heizen funktioniert nicht so, beziehungsweise nicht so, wie es gerne hätte. Klar kann man jetzt hier mit Offset rumspielen, musste ich in der Vergangenheit auch, aber ich persönlich war damit nie wirklich zufrieden und deswegen hatte ich mir auch mal mit dem I/O Broker ein kleines Skript geschrieben, das die Temperatur steuert, aber so richtig hat es auch nicht immer funktioniert und ich habe irgendwann mal aufgegeben und habe immer nach einer fertigen Lösung gesucht, die funktioniert und vor allem eins ist, bezahlbar, denn das war meistens der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Und hier kommt halt die Lösung von SwitchBot, das SwitchBot Thermostat mit dem SwitchBot Klimapanel, denn damit könnt ihr die Temperatur dort messen, wo sie relevant ist und nicht direkt am Heizkörper, wo es suboptimal ist, und das Thermostat am Heizkörper wird dadurch degradiert zu einem reinen Stellmotor, der nur noch Befehle empfängt und umsetzt. Der Befehl bzw. die Ist-Temperatur kommt von dem Panel, das bei mir an der Wand sitzt, fernab von der Heizung, und dadurch funktioniert das Ganze jetzt um einiges besser. So, dann schauen wir uns noch mal kurz die Einrichtung in der App an, denn ihr müsst so ein, zwei Sachen beachten, damit das Ganze zuverlässig funktioniert. Denn wenn ihr die Geräte miteinander verbunden habt, dann müsst ihr dem Thermostat auch noch sagen, dass es die Werte vom Klimapanel verwenden soll, denn das macht es nicht automatisch. Ist zwar ein bisschen schade, dass man das noch händisch einstellen muss, aber das Klimapanel kann man halt auch noch für andere Geräte nutzen und deswegen macht es halt nicht immer Sinn und man muss es halt manuell einstellen, aber man muss es halt wissen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal kurz das Thermostat und das Klimapanel in der App an. Also wir haben jetzt hier oben zum Beispiel das Thermostat vom Schlafzimmer und auf der linken Seite ist das Klimapanel. Gehen mal kurz in das Thermostat rein und hier können wir jetzt sehen, dass die Temperatur am Thermostat auf 19 Grad gestellt ist und die Schlafzimmertemperatur auch gerade 19 Grad beträgt. Hier unten können wir halt noch den intelligenten Zeitplan, beziehungsweise hier können wir die Zeiten einstellen, wann das Thermostat schalten soll. Das heißt, wann soll es eine bestimmte Temperatur haben, und das können wir, ich glaube, 6 Mal insgesamt machen, also für 6 Temperaturen, und dann können wir das Ganze auch auf die anderen Tage kopieren. Dann hier unten auf diesem Button, dort können wir auswählen, ob das Ganze manuell, automatisch, Komfort, Schnellheizen, Eco und so weiter läuft. Also den Modus auswählen. Aktuell läuft es halt über den Zeitplan. Und dann hier oben rechts im Bildschirm, dort sehen wir, dass zum Beispiel aktuell die Tastatursperre oder die Kindersicherung aktiviert ist, dass das Fenster geschlossen ist und den Batteriezustand des Gerätes. Dann hier oben auf dem Zahnrad, dort können wir diverse Einstellungen vornehmen. Zum einen ganz oben bei Schlafzimmer, hier solltet ihr den Raum auswählen, wo das Ganze sitzt. Dann werden die Geräte nämlich miteinander verbunden. Dann unter Grundeinstellungen, hier können wir halt die Kindersicherung aktivieren, die Fensteroffenerkennung aktivieren, Frostschutz und so weiter. Dann Schnellheizungseinstellungen, hier könnt ihr einstellen, wenn ihr auf Schnellheizen geht, wie lange die Periode dauern soll. Das heißt, er öffnet dann das Thermostat für die eingestellte Zeit komplett. Dann hier bei Temperatur kalibrieren. Dort könnt ihr die Temperatur kalibrieren. Falls ihr also irgendwo ein Thermometer im Raum habt, dann könnt ihr mit diesem Offset-Wert spielen. Aber da das jetzt hier vom Schlafzimmer ist und das Thermostat hier im Wohnzimmer verbaut war, kann ich es jetzt gerade nicht bearbeiten, da es nicht in Bluetooth-Reichweite ist. Dann Temperatur anzeigen. Das ist ein bisschen unglücklich übersetzt oder beschrieben, denn dieses Temperaturanzeigen bezieht sich nämlich genau auf diese Kombination, also Thermostat mit Klimapanel, denn hier sagt man dem Thermostat, dass es den Wert von dem Klimapanel verwenden soll. Das heißt, man wählt hier unter Datenquelle, wählt man das Gerät aus, kann hier aus der Liste auswählen, was für Geräte man alles hat, und dann sagt man, okay, er soll das Klimapanel vom Schlafzimmer benutzen, vom Wohnzimmer oder was auch immer. Dann kann man hier bei Intervall dort kann man noch einstellen, wie häufig die miteinander kommunizieren sollen. Ich habe standardmäßig immer auf 10 stehen gehabt. Ich habe es jetzt einfach nur zu Testzwecken mal auf 1 gesetzt, aber normalerweise reicht die Kommunikation alle 10 Minuten vollkommen aus. Dann Dienst von Dritten, dort befindet sich halt sowas wie die Tante A, Meta und so weiter. Habe ich aber alles nicht getestet, da ich das alles über dieses Panel mache. Dann NFC, Installationsanleitung und so weiter. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig, deswegen überspringe ich den Punkt.
mal. So, dann schauen wir uns auch noch mal kurz das Klimapanel an, aber jetzt gucken wir uns mal das Klimapanel hier vor Ort an, damit ich euch auch ein bisschen was anzeigen kann und nicht das mit aus dem Schlafzimmer, denn dafür muss eine Bluetooth-Verbindung bestehen. Also wir sehen hier zum einen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, dann mit wem das Ganze gekoppelt ist. Ihr könnt bis zu 5 Geräte mit einem Klimapanel hier koppeln und auch steuern. Bei mir ist es jetzt mit dem Wohnzimmer-Thermostat gekoppelt. Dann könnt ihr noch die On- und Off-Taste hier auf dem Thermostat festlegen und irgendwelche lokalen Verknüpfungen festlegen. Hatte ich aber jetzt nicht gemacht. Dann gucken wir uns auch noch mal kurz die Einstellungen an. Also hier können wir uns auch noch mal anzeigen lassen bzw. so Sachen aktivieren, wenn die Temperatur zu hoch, zu niedrig ist, die Luftfeuchtigkeit zu hoch, zu niedrig ist, dass es dann einen Alarm gibt, und dann gibt es auch noch sowas wie Taupunktalarm, Alarmton und Licht und so weiter und so fort. Dann kalibrieren, auch hier können wir das Thermostat die Temperatur und die Feuchtigkeit kalibrieren. Falls ihr irgendwelche Geräte habt, wo ihr sagt, okay, die messen perfekt, dann könnt ihr das Ganze kalibrieren. Habe ich aber nicht gemacht und war meiner Meinung nach, jetzt bin ich eins zu weit nach hinten, ist meiner Meinung nach auch gar nicht wichtig, denn die Geräte arbeiten super genau, also sie haben zumindest mit meinem Thermometer perfekt übereingestimmt. Dann bei Komfortstufe, das bezieht sich auf diese Anzeige hier unten, ich bin mir nicht sicher, ob man das sieht, dort ist ja eins orange, grün und blau, und dort könnt ihr dann einstellen, in welchem Bereich ihr euch befindet, und dann wandert hier dieser Pfeil und zeigt euch an, wo ihr gerade in eurem eingestellten Komfortbereich seid. Dann Bewegungssensor, hier oben ist auch noch irgendwo ein PIR-Sensor, dort oben müsste ein PIR-Sensor und ein Lichtsensor sein, und dort könnt ihr halt auch einstellen, wann dieses Panel angehen soll. Das heißt, wenn ihr euch auf das Panel zubewegt, dann werden die Tasten hier aktiviert. Ich glaube, man sieht es jetzt gerade, und dann geht das Display ein, und hier könnt ihr das halt, wie gesagt, einstellen. Das gleiche hier auch nochmal mit dem Lichtsensor, könnt ihr einstellen, wann das umschalten soll, wann die Hintergrundbeleuchtung angehen soll. Dann Tastenton, ja, ihr könnt einstellen, ob die Tastentöne angehen sollen. Nicht-Stören-Modus, dann reagiert das Gerät nicht, beziehungsweise wenn eine Bewegung stattfindet, dann sollte das nicht angehen, steht aber auch hier, dann geht es nach einer eingestellten Zeit in diesen Nicht-Stören-Modus. Und dann Protokoll, Dienst von Dritten und so weiter und so fort. Das ist auch nicht wirklich relevant, deswegen überspringen wir das Ganze. So, und das soll es jetzt von der App auch gewesen sein. Ich glaube, das war jetzt auch genug. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ja, ich teste das Produkt jetzt seit ungefähr 4 oder 5 Wochen und bin mit der App und mit dem Produkt an sich, also dem Thermostat und dem Klimapanel, sehr zufrieden. Die Temperatur ist jetzt dank des Panels sehr konstant und die Geräte sind, soweit ich das beurteilen kann, sehr gut verarbeitet. Sie machen optisch wie auch haptisch einen sehr guten Eindruck. Aber ein Punkt ist mir bzw. uns sehr wichtig, und da kommen wir zum Schlafzimmer. Das Thermostat muss sehr leise sein. Bei uns ist es nämlich direkt neben dem Bett montiert, und deswegen ist es uns halt, wie gesagt, sehr wichtig, dass die Teile geräuschlos bzw. fast geräuschlos arbeiten, denn wir möchten nicht jedes Mal wach werden, wenn das Teil bzw. wenn das Ventil öffnet oder schließt. Wer empfindlich ist oder das Thermostat im Schlafbereich nutzen will, der bekommt hier eine wirklich sehr flüsterleise Lösung geboten. Zusammenfassend kann man sagen, das Klimapanel mit dem Thermostat löst zwar nicht unbedingt das Problem der Stauwärme, aber es kann dafür sorgen, dass es in einem Raum nicht zu warm oder nicht zu kalt wird, weil das Thermostat irgendwelche falschen Werte misst. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist vor allem jetzt zu Black Friday wirklich absolut top, und ein Blick lohnt sich definitiv, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Thermostat seid. Also, falls ihr Interesse habt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zu dem Thermostat und zu dem Panel, und falls ihr Interesse habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze über meinen Link kauft. Ansonsten würde mich noch interessieren, habt ihr auch das Problem mit Stauwärme? Habt ihr das irgendwie anders gelöst? Wie zufrieden seid ihr? Schreibt mir das Ganze mal in die Kommentare, vielleicht habe ich ja die ganzen Jahre irgendwie irgendwas falsch gemacht. Und zu guter Letzt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem SwitchBot Thermostat und mit dem Klimapanel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.